In diesem Video geht es um das Thema Grounding Page. Wir schauen uns an, wie wichtig das ist für die KI-Suchmaschinenoptimierung. Wie es der Titel ja schon sagt, ist es ein bisschen das Fundament. Also auf der einen Seite, was ist die Grounding Page? Auf der anderen Seite, was sagen die aktuellen Studien beziehungsweise auch einfach die Tools dazu? Gibt es hier offizielle Aussagen? Bringt es etwas, um sichtbarer in der KI-Suchmaschine zu werden? Dann, wenn man es aufbauen möchte, wie baut man es auf? Wie schaut so eine Grounding Page aus? Und dann schauen wir uns natürlich auch Praxisbeispiele an. Genau, also Grundproblem ist, dass die KI gerne halluziniert oder nicht alle Daten von dir als Unternehmen erfasst. Also vielleicht falsche Preise, falsche Aussagen, die Mitarbeiteranzahl falsch ist und so weiter. Weil das Hauptproblem ist, dass quasi keine klaren, strukturierten Daten vorhanden sind. Was ist die Grounding Page? Ganz einfach gesagt, es ist eine Seite, wo du alle wichtigen Daten von deiner Firma zur Verfügung stellst. Also du kannst es dir vorstellen wie eine Impressumseite, nur mit mehr Informationen drauf. Die klassische Website ist halt immer optimiert eben für den Menschen. Da geht es darum, um Sprache, um Emotionen, Design, Layout, vielleicht Videos, große Files, whatever. Das Ziel der Conversion. Aber die Grounding Page hat eben einen ganz anderen Zweck. Man kann es, wie gesagt, mit der Impressum-Seite vergleichen. Da ist wirklich nur Text quasi auf dieser Seite mit allen wichtigen Informationen. Man kann das auch mit Schema-Daten, das sind ja die unsichtbaren strukturierten Daten, also Daten über Daten. Wenn du strukturierte Daten noch nie gehört hast, dann kein Problem, würde ich dir empfehlen zu recherchieren. Ziel ist natürlich, dass AI-Suchmaschinen dein Unternehmen richtig einordnen kann. Also, Frage ist, funktioniert es? Ich weiß, dass es so ein paar so Cases und so Co. gibt. Aus meiner Sicht gibt es noch keine offizielle Aussage von Google oder OpenAI, dass eine Grounding Page einen Sinn macht. Allerdings kenne ich ganz viele Agenturkollegen, und das ist auch unsere Wahrnehmung, die sagen, eine Grounding Page erhöht die Chance, in KI-Suchmaschinen öfters und richtig dargestellt zu werden. Kommen wir zum Sponsor dieses heutigen Videos, nämlich ein sehr geniales E-Mail-Marketing-Tool namens Brevo.com. Aus meiner Sicht Brevo ein super geiles Tool, um europäische Rechtssicherheit herzustellen. Also wenn DSGVO ein Thema bei dir ist und du nicht amerikanische Tools verwenden möchtest, dann ist Brevo, Server in Frankreich und auch Hersteller in Frankreich, eine ideale Ergänzung für dein E-Mail-Marketing. Brevo kann so wie andere E-Mail-Marketing-Tools logischerweise deine Abonnenten verwalten, E-Mail-Newsletter rausschicken, hat aber auch Automation-Möglichkeiten, wo du quasi immer, wenn wer Geburtstag hat, eine E-Mail raussenden kannst. Brevo kannst du ideal auch in deinen Shopify-Shop integrieren, gibt eine App dazu, einfache Integration, aber natürlich auch WordPress, Joomla und andere Webseitensysteme, lässt sich das ideal verbinden. Grundlegend kannst du das Tool kostenfrei testen. Ohne unseren Rabattcode kannst du über 9000 E-Mails pro Monat kostenfrei verschicken. Ich habe einen super Code für euch, der heißt ithelps. Das ist ein Rabattcode, der euch minus 50% auf eben 2 verschiedene Pläne gibt. Das E-Mail-Marketing-Tool beginnt ab 7 €. Bei 50% die ersten 3 Monate sind es ab 3,50 €. Könnt ihr hier ein echt geniales E-Mail-Marketing-Tool testen. Brevo, vielen lieben Dank für die Unterstützung dieses Videos. Gut, gehen wir zum Thema, wie erstelle ich denn überhaupt so eine Grounding Page? Es ist relativ einfach, vor allem wenn man quasi die Beispiele sich anschaut. Ich würde mal so ein bisschen überlegen, beziehungsweise gibt es auch Generatoren oder mit KI wie ChatGPT und Co. kann man mit meinen 3 Beispielen, glaube ich, relativ einfach eine Ding nachbauen. In Wahrheit baut man eine Seite, sehr textlastig, wie gesagt. Diese Seite sollte mit dem /Fakten oder ähnliches eine URL sein, die abrufbar ist. Und sie sollte auf der Footer-Seite und manche sagen auf der Über-uns-Seite verlinkt werden. Das könnte eben Fakten sein oder Grundinfos, könnte der Link heißen. Ist grundsätzlich egal. Hauptsache, die Seite ist verlinkt. Seite erstellen, intern verlinken haben wir schon besprochen. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Und zwar die groundingpage.com. Das ist ja quasi ein bisschen auch die Grundseite, um die es geht. Also hier wird dieses Projekt und diese Idee Grounding Page sehr gut in allen Perspektiven beschrieben. Hier auch großen Dank eben an dem SEO, der diesen Standard so ein bisschen entdeckt oder ins Leben gerufen hat. Ehrlicherweise weiß ich es gar nicht so genau.
Also Hans Kronenberg ist da auf jeden Fall so stark beteiligt und auf der Über uns Seite auch erwähnt. Also cooles Projekt. Genau. Am besten ist einfach die eigene Beispielseite anschauen. Das heißt, ganz unten ist es verlinkt mit dem Wort Fakten im Deutschen. Die URL ist Facts, was völlig okay ist. Und hier sieht man schon, was für Informationen quasi hier zur Verfügung gestellt werden. Schaut ein bisschen fancy aus mit ein paar Links. Kann man natürlich genauso fancy machen. Da geht es sehr stark um eben, wer ist die Person, was ist seine Rolle, Produkte vielleicht, witzig, Haribo Goldbeeren, sicher ein Test. Und hier kann ich Tools, Services und Co. beschreiben. Das heißt, wir haben hier eine Seite mit Text, mit gewissen Informationen oben und im Hintergrund liegen, schauen wir uns aber in dem Fall auch einfach an, strukturierte Daten-Test-Tool, nämlich welche Structured Data hier auch genutzt werden, um diese Seite auszuzeichnen. So, wäre sehr interessant. Ich nehme mal an, es ist Person. Währenddessen das lädt, schauen wir uns auch die eTabs Grounding Page an. Die haben wir derzeit nur oder auf der englischen Version. Wir werden es bald auf der deutschen Version quasi auch verlinken. Schaut unsere nicht so fancy aus, aber die Idee ist da. Quasi Basisinformationen, wie schreibt man's, was sind Rufnamen der Brand, wann gegründet. Also alles Dinge, die mir oder uns sehr wichtig sind. Auch als Team steht eben da drinnen, welche Standorte und Co. Dürfen auch ganz viele Links sein. Dann eben, was sind die Hauptleistungen, Sekundärleistungen, Links zu den ganzen Social Medias. Das ist auch noch nicht perfekt. Das müssen wir quasi eben noch ergänzen. Wer sind Kunden, welche Technologien. Das heißt wirklich alle Informationen, die sehr faktenorientiert sind, auf diese Seite. Und der letzte, ein lieber Kollege von mir, iCrow.at, ich hoffe, ich sag's überhaupt richtig. Genau, hier ist auch Fakten und Grounding. iCrow sagt, die Webseite oder diese Grounding-Page sollte auch ab und zu abgedatet werden. Nummer 1. Learning Nummer 2. Es macht Sinn, sie in Deutsch und in Englisch zu haben. Natürlich nur vorausgesetzt, du hast eine englische Website. Dann sollte das quasi in beiden Sprachen da sein und wie gesagt, ab und zu abgedatet werden. Hier gibt's so letzte Aktualisierung und auch hier kann man sich wieder anschauen, eben offizieller Name, der EDIN als Inhaber, Firmenbuchnummer, ja, was auch immer. Globalisierung oder Autorität durch WKO-Links und Co. Hier gibt's ja auch Kroatien einen Standort. Also sehr interessant, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Genau, strukturierten Daten sind bei der Grounding Page bei Facts nicht integriert. Interessant, schauen wir uns mal das bei iCrow.at noch an. Also, der EDIN hat das so gemacht, dass er quasi Unternehmen als strukturierte Daten hinzugefügt hat und dann eben typisches Local Business mit all seinen Firmendaten, Logos. Also ganz normales Structured Data für Unternehmen. Genau, also ist ein Tipp, den ich sehr oft gelesen habe. Auf jeden Fall strukturierte Daten hinzufügen, Deutsch und Englisch, im Footer verlinken und regelmäßig aktualisieren. Reicht die Grounding-Page nun aus, um in KI-Suchmaschinen gefunden zu werden? Natürlich alleine nicht. Es braucht einfach viel mehr, aber sie ist auf jeden Fall die Basis. Also bei uns ein Standard. Weitere Standards oder Themen, die man in der KI-Suchmaschine natürlich angreifen sollte, ist das Thema, hey, mit welchen Prompts möchte ich überhaupt gefunden werden? Passt mein Content dazu? Wie sichtbar bin ich mit der Prompt? Also Tracking von KI-Prompts und Sichtbarkeit, aber eben auch Quellenmanagement, digitale PR und natürlich technisches SEO am Ende des Tages ja auch. Wie gut ist die Website technisch? Wie viele SEO-Probleme gibt's? Und das spielt einfach alles miteinander. Den nächsten Schritt aus meiner Sicht, such mal, wer ist Firmenname oder wer ist Personenname und was bietet diese Firma an und erzähl mir vielleicht ein paar Fakten darüber und schau mal an, ob hier alle Informationen richtig sind oder nicht. Nummer 2, bau eine Grounding-Page. Ich glaube, zu generieren mit KI mittlerweile sehr einfach. Gibt sicher auch schon Generatoren. Einfach mal bauen, aufbauen und mal publizieren und diese dann im Footer eben, wie gesagt, eben zu verlinken und ist so ein bisschen die Basis natürlich der Grounding-Page. Passt. So, die Frage ist nicht, ob deine Konkurrenz für KI optimiert, sondern wann und ob du quasi vorne dran bist und hier einfach diese Early Adopter Rollen wahrnimmst. Es gibt ja nicht nur mehr SEO, es gibt auch Geo, also die Optimierung für KI-Suchmaschinen und natürlich auch das Thema AEO, also wie kann ich optimieren für Agents, wenn Agenten oder KI-Systeme Kaufentscheidungen oder Vorselektionen treffen, damit deine Marke eben im richtigen Moment von den richtigen Menschen
und den richtigen Agents gefunden werden. Wenn du eine Agentur suchst, die immer am Puls der Zeit ist und sich mit den aktuellen Themen beschäftigt, die aber runterbricht auf die Dinge, die man wirklich tun kann, die auch wirklich Sinn machen, dann führ du da gerne mit uns ein Erstgespräch, ist natürlich kostenfrei und wir finden einfach heraus, ob wir miteinander arbeiten können und schauen uns das einfach gemeinsam an. Geh dazu auf etaps-digital.com, auf den Kontaktbereich und wir freuen uns auf ein Gespräch mit dir. Für alle anderen, danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und freue mich, dich bald wieder im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis bald!